Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Heute am Dienstag, den 18. März 1947, zu einer Sondersendung aus Bremen. In der Hansestadt vor der Wesermündung zeigte sich heute das Ausmaß des Eises mit seiner gewaltigen und zerstörerischen Kraft. Nach der 3-wöchigen Frostperiode hatte es zu Beginn der letzten Woche angefangen zu tauen. Dadurch wurden heute in Bremen sämtliche Brücken zerstört. Schon seit Wochen warten Experten vor dem dichten Eisgang, der sich infolge des harten Winters gebildet hatte. Die Polizei in Bremen hatte aus diesem Grund schon vor Wochen Abflussrinnen in die dicke Eisschicht gesprengt. Heute früh jedoch löste sich in Höhe des Weserwehrs ein Eisklotz, der 10 Meter aus dem Wasser ragte. Dieser trieb geradezu auf die provisorische, von den amerikanischen Besatzungskräften aus Holz erbaute Memorial Bridge zu. Mit Panzern und Artillerie versuchte die US Army, den Eisberg außer Gefecht zu setzen, doch vergebens. Um 10:20 Uhr wurde das hölzerne Bauwerk vom kollidierenden Eisklotz in die Fluten gerissen. Doch dies war nur der Anfang. Am frühen Abend versetzte ein weiterer unheilvoller Akteur der Stadt den entscheidenden Schlag. Ein Schiff, dessen Taue der Zuglast der Eismassen nicht standgehalten hatten, wurde von der Reisendenströmung auf die Baustelle der Kaiserbrücke getrieben. Verzweifelt versuchte das US-Militär auch dieses Mal, die Gefahr mit Artilleriefeuer zu stoppen. Doch trotz mehrerer Treffer hielt das Schiff Kurs. Um 18 Uhr war das Unheil nicht mehr aufzuhalten. Das Schiff krachte in 2 der 4 Hebeltürme der Kaiserbrücke. Die gewaltigen, 22 Meter hohen Türme stürzten in die eisigen Fluten. Das Schiff, das die Trümmer eines der Türme mit sich führte, raste unaufhaltsam weiter, direkt auf die Eisenbahnbrücke. Der Aufprall war so heftig, dass das mittlere Segment der Brücke aus seinen Lagern gehoben wurde und mitsamt des Schiffes weserabwärts trieb. Erst am folgenden Morgen sichtete man das merkwürdige Gespann 40 Kilometer weserabwärts bei Brake. Dort schließlich sollte es evakuiert werden und kenterte. Das letzte Kapitel einer Tragödie, die Bremen für lange Zeit zeichnen wird. Der Tag, an dem alle Verbindungen zwischen dem Stadtzentrum auf der einen Seite und der Neustadt auf der anderen Seite gekappt wurden.